Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Silberpreisausbruch signalisiert Start der Goldaktienrallye. Disclaimer. Heutiger Silberpreisausbruch startet jetzt die Goldaktienrallye. Silber brach heute über den 5 Monat Widerstand Doppellinie aus. Sehen Sie die Doppellinie aus und dürfte wahrscheinlich im Oktober bis auf 22,50 Dollar oder höher steigen. Der Ausbruch von heute war schon sehr besonders mit fast 9%. Viele Short-Trader wurden hier sicher auf den falschen Fuß erwischt. Die Gründe für den heutigen Ausbruch können vielfältig sein. Banken, Zentralbanken, Silberknappheit, äh, Short Squeeze sind aber nicht von uns von Bedeutung. Wichtig ist, dass das große Kapital nun aufgeweckt worden ist und jetzt große Summen in Goldaktien fliegen lassen. Ja, ich sehe das als so eine Art Weckruf. Und das hat es im Jahr 2009, das werde ich nochmal die Tage nochmal nachreichen, verifizieren, hat es auch mit einmal, wo Silber ganz schlechte Stimmung war, ganz unten irgendwo so einen riesen Rebound von fast 10% gegeben. Und danach hatten wir dann fast von eben 2009 bis 2000 fast 2 Jahre Silberrallye. So könnte es jetzt ja auch sein, dass das im Grunde genommen der Start ist, der jetzt eine langfristige Silberrallye, also langfristig heißt in dem Jahr irgendwo vielleicht zwischen 1 bis 2 Jahre freisetzen könnte, so wie es eben zwischen 2009 und 2011 war. Für Goldaktien interessieren uns natürlich dieses Zwischenhoch, das erreicht werden kann. Vermutlich ist am Jahresende Silber um die 2000, also Gold um die 2000, Silber vielleicht 32, 35 und dann die darauf folgenden Monate kann dann noch Gold vielleicht bis 2,2, 2,3 gehen und Silber vielleicht 50 überschreiten. Das sind, sage ich mal, für das Goldaktieninvestment natürlich die wichtigen Marken, weil wenn wir so ein signifikantes Zwischenhoch erreichen sollten, müssen wir dann verkaufen. Vermutlich ist es dann bei Silber natürlich noch nicht gewesen, aber es könnte dann korrigieren und dann könnte es, sage ich mal, zu den finalen Höhen dieser Rallye könnte dann angesetzt werden. Also ganz ähnlich vielleicht wie zwischen 2009 und 2011. Ja, also wir haben eben heute 20 Dollar 65 erreicht. Das ist nochmal markiert worden. Das sind 8,77%. Vermutlich erleben wir jetzt in den nächsten Tagen irgendwo eine Korrektur, bevor wir dann irgendwo vielleicht im Oktober hier, wie dieser Statist auch meint, 22,50 Dollar erreichen sollen. Wenn wir das erreichen sollen, haben wir auf alle Fälle, wie Sie hier auch sehen, den Abwärtstrend gestoppt und den haben wir jetzt schon mit dem Durchbrochen der Trendlinie gestoppt. Und wenn es noch weiter hochgeht, dann haben wir eine völlig neue Situation. Bei Silber, dann haben wir einfach eine Silberrallye, kommt doch irgendwann 30 Dollar, 35 Dollar und vielleicht in der Spitze über 50 Dollar. Und das ist natürlich absolut ideal für unsere Goldaktien. Man muss das eben so sehen, wenn durch dieses Signal, das es jetzt gab, sind jetzt viele Investoren wach gewesen. Oh, okay, das könnte, sage ich mal, das große Wendesignal sein. Die Portemonnaies werden jetzt aufgemacht und es wird alles an Goldaktien mit Superlativen, mit großen Ressourcen etc. gekauft. Ähm, und deswegen haben wir uns da seit Jahren jetzt auch vorbereitet, dass wir natürlich bevor das große Geld jetzt reinkommt, schon positioniert sind, weil die können denn diese Minimärkte mit diesen Marktkapitalisierung dann eben schnell hochtreiben. Deswegen ist ja die Chance im Gold- und Silberaktiensektor meines Erachtens so groß. Ja, hier ein angehender Goldproduzent, Fokusgebiet Kanada, USA, 9 Millionen Marktkapitalisierung, Risiko hohes Gressel bis Gamble. Deren Vorzeige Goldprojekt ist Fremont in Kalifornien.
umfasst 353 Morgen privates Land mit einer kurzfristigen Produktionsmöglichkeit, mit einer N43101-konformen Ressource im fortgeschrittenen Stadium des Tagesabbau. Dort haben sie also M&I, also 526.000 Unzen Gold und 452.000 Gold abgeleitet. Und das deckt nur einen Kilometer langen Abschnitt der Struktur ab, der von einer neu identifizierten 4 Kilometer langen, fast durchgehenden, offenen, vererzten Goldzunge überlagert wird, die durch eine Goldbodenanomalie an der Oberfläche definiert ist. Es besteht ein großes Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen und eine Vervielfachung der aktuellen Ressource. Vervielfachung der aktuellen Ressource. Also noch enormes Potenzial, ungehobenes Potenzial. Fremont wurde zuletzt 1942 mal ein Gehalt von 8 Gramm pro Tonne abgebohrt, als der Goldpreis für $35 pro Unze lag. Ja. Also hochgradiges Gold auf alle Fälle. Dann haben sie eben noch das Projekt Coolwert im Yukon, das ist ein hochgoldhaltiges Projekt im Frühstadium, das nur 20 Kilometer von einer der hochgradigsten Goldentdeckungen im Yukon entfernt liegt. Dem Projekt 3 Arkes von Seabridge Gold, das im Jahr 2003 5.401 Gramm pro Tonne entdeckt, also absolut gigantisch. Das Projektgebiet umfasst 99 Quadratkilometer mit einem 24 Kilometer langen goldmineralisierten Trend. Das Durchschnittsgehalt von 93 Oberflächenproben betrug 13,3 Gramm pro Dollar mit Werten bis zu 320 Gramm pro Tonne Gold. Also absolut meiner Meinung nach gigantisch hochgradiges Gold mit dem Potenzial, dass auch noch das übertroffen werden kann. Das sehen Sie an den einen Bohrergebnisse. Meines Erachtens wirklich ein riesiges Gebiet. Es besteht bestehende hochgradige Goldproduktion in der Nähe, finde ich also sehr interessant, dass ein Unternehmen, das insgesamt hier 9 Millionen Marktkapitalisierung hat, solche Projekte überhaupt besitzt. Erstmal die schon nachgewiesenen Ressourcen, dann dieses mega hochgradige Projekt hier äh, ja, hier in Golden Cuvette, das Yukon ist es genau. Im Yukon, ja, vielleicht nochmal ein Blick hier auf den Potenzialfaktor. Also ich habe die Anzahl der Unzen ist ungefähr mit 1,5 Millionen habe ich abgegeben, hochgradiges Gold, Länderklasse 1, 9 Millionen Marktkapitalisierung, gibt einen theoretischen Potenzialfaktor von 166. Das heißt, diese Aktie könnte, wenn man diesem Potenzialfaktor folgt, diesen Vergleichsfaktor, bei Gold 2005 das 166-fache größer sein. Das würde rein theoretisch $8 bedeuten. Gut, ist ein rein theoretischer Vergleichsfaktor, um einfach die Aktien besser zu vergleichen zu können. Aber eine Mania hat in der Vergangenheit solche Werte aus Hochpotenzial gemacht. Warum soll es nicht wieder passieren? Das kann man natürlich nicht planen. Das ist aber muss in jedem Fall muss man sehen, wie weit er kommt, wie weit die Mania das vielleicht nachher am Ende hochtreibt. Aber muss eben vorher investiert sein. Und Sie sehen es ja, auch das Unternehmen ist total abgestürzt hier von 2021 von 35 Cent oder 32 Cent war sie ja gestartet, jetzt hier auf 0,04, hat aber jetzt seinen Boden gefunden und ist dabei auszubrechen. Absolut interessant, meiner Meinung, allein schon, wenn es auf diese alte Höhe zurückgeht. Aber die wurden jetzt halt von dieser negativen Stimmung schwer getroffen. Aber stellen Sie sich vor, es gibt positive Stimmung für Gold. Passiert nicht allzu oft, aber ab und zu passiert es. Und wir denken ja, und viele Statisten, also viele Analysten auch, dass die nächsten 6 bis 9 Monate gut für Gold das sehen. Was passiert dann mit solchen Goldaktien? Die Frage ist erlaubt. Natürlich Risikoklasse eben sehr hoch. Wir wissen nicht wirklich, was passiert. Management kann Mist machen. Äh, Management kann verkaufen, es kann übernommen werden. Es kann vielleicht irgendwelche anderen Probleme geben, das ist ganz klar. Aber wenn wir zweifelsfrei von einem Goldbullenmarkt stehen, das minimiert die Probleme, weil es ist eben so, im Goldbullenmarkt spült eigentlich mehr oder weniger alles hoch. Und was dann besondere Superlative oder besonders große Gebiete etc. besticht, wird dann besonders gut bewertet. Das gibt es aber natürlich nur im Bullenmarkt. Also das ist wichtig, dass es dann auch wirklich dazu kommt. Ja, hier nochmal die anderen Projekte, die nochmal haben. Die Unternehmen hatten mehrere Optionen auf den Erwerb 100% der Mineralrechte von Goldprojekt McIntyre.
Das befindet sich in New Brunswick, 119 Quadratkilometer, also meines Erachtens auch groß. Die agieren dort im Tipp, das nennt sich der Triple Foul Goldberg. Es ist ein 37 Kilometer langer Gürtel, der zahlreiche neue hochgradige Goldvorkommen aufweist, darunter bis zu 371 Gramm pro Tonne Gold und noch 928 Gramm pro Tonne Gold, sowie Ergorb-Ergebnisse von 5,5 Gramm pro Tonne Gold und bis zu 41,56 Gramm pro Tonne Gold. Also alles hochgradig, also kann jede Menge bei dem großen Gebiet für positive Überraschungen sorgen. Und das ist alles nicht eingepreist. Ne? Ja, dann da haben sie noch das Captain, das CNA und das Taylor Brook, befinden sich im Herzen des Bathurst Mining Camps im Nordosten von New Brunswick, Kanada, mit einer der größten Zink-Blei-Silber-Distrikte der Welt. Grundstücke liegen alle im Umkreis von 20 Kilometer von der Weltklasse-Basismetall, nämlich Brunswick Nummer 12. 4 Jahre lang lag die größte Untertage-Zinkmine der Welt. Brunswick Nummer 6 und Hell Steel. Hervorragendes Potenzial für Weiterentdeckung von Zink, Blei, Silber, Kupfer, Lagerstätten. Also die haben nicht nur absolut extrem hochgradiges Gold, die haben eben auch Riesenpotenzial für Zink, Blei, Silber, Kupferprojekte. Und das sind absolut 1A-Umgebungen. Dann haben sie noch das Grundstück Dinkman, befindet sich in der Grenze zwischen Gemeinden Maddox im Südosten von Ontario, etwa 175 Kilometer nordöstlich von Toronto. Die Goldmineralisierung auf dem Grundstück Dinkmann tritt als hypothermale Quarz-Carbonat-Goldadernsystem innerhalb des Ginkman-Granits auf und kann sich in 7 größere Zerzeit-Quarz-Sulfidzonen gruppiert werden, die für die Mineralressourcenschätzung als eine einzige zusammenhängende Zone aufgefasst wurden. Also man schätzt ungefähr vermutlich, dass das circa 1/2 Million Unzen Gold ist. Und das zusammen mit der anderen Million Unzen macht dann diese 1,5 Millionen. Aber wie Sie gesagt haben, das Unternehmen vermutet allein bei diesem ersten Projekt ein Vielfaches dieser Ressourcen finden. Und diese anderen hochgradigen Projekte sind noch nicht eingepreist und jedes Zink, Blei, Silber, Kupfer, Lagerstätte auch nicht. Gut, ich will jetzt nicht für eine Aktie jetzt so rumschweren, aber das ist schon eine ganze Menge, was man da für 8 Millionen Marktkapitalisierung kriegt. Das könnte das große Geld auch bald spitz kriegen und flutet diese Aktien. Sie haben gesehen, von wo das gekommen ist, kann wieder raufgehen. Natürlich ist eine hohe Risikoklasse, aber immerhin ist es in guten Rechtsgebieten wie Kanada eigentlich. Und das ist schon mal ein Plus, würde ich sagen. Also sollte man sich mal vielleicht sehen, die Aktie. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das ist ja das, wo es diese verrückten Bewertungen gab, wo die Goldaktien von 15 an 20 Cent auf teilweise 15, 20, $30 gestiegen sind. Das heißt, aus 1.000 € haben damals die frühen Investoren äh, ja 100 bis zu einer Viertelmillion gemacht. Unglaublich. Und das ist auch nicht nur ein oder zweimal passiert, sondern ziemlich viele Goldaktien, Penny Stocks sind diese Dimension gewachsen. Nur wenn wir einen Teil davon zu kriegen, sind wir auch schon auf alle Fälle gut dabei. Und was macht man? Man kauft natürlich eben diese Penny Stocks, wie gerade vorgestellt, aus meiner Sicht, mit großen Ressourcen, dass nachher das Big Money auch sucht und aufwertet und eine Vielfache der Bewertung zu einer Vielfachung des jetzigen Kursbewertung führt. Also das reagiert besonders, weil dieser Markt so unheimlich klein ist. Es sind ganz geringe Millionenkapitalisierungen und die gehen da hier mit ein paar zig Millionen rein und schon muss sich der Kurs verdoppeln. So, das ist ja eben das Fantastische. Das passiert nicht ständig. Meistens sind diese Aktien lethargisch, wie wir auch sehen mussten. Aber wenn das Geld reinfließt, ist es absolut gigantisch, was dann mit den Bewertungen passiert. Und ich denke, wir stehen davor. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir haben Potenzialfaktor errechnet. Das heißt, wie vielfache kann die Aktie steigen, zum Beispiel bis zum Goldpreis von 2500. Wir glauben dass es da einfach so einen Punkt gibt, wo die Goldaktien sich im Verhältnis zu Gold einen sehr hohen Wert erreicht haben. Und danach ist es ein weniger interessantes Investment. Das kann man auch ablesen am Hui-Gold-Faktor. Der ist mal sehr niedrig, dann sind sie sehr günstig, zum Beispiel jetzt 0,10 und der war auch schon in der Vergangenheit 0,63 und das ist dann ein Zeichen, dass Goldaktien gegenüber Gold enorm bewertet ist und möglicherweise kriegen wir dann so einen hohen
so eine Bewertung, vielleicht bei 0,3, 0,4, wie auch immer, dann beginnen die Goldaktien teuer zu werden und dann kann es eben zu Rückschlägen kommen. Eine Exit-Strategie ist auch dabei. Was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist? Bei Interesse kann ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung erstellen. Ja, Einlage von Gold und Silber, das ist einfach ein ganz einfacher Abwickler und hat immer sehr günstige Preise bekommen, kann zu jeder Zeit an Gold und Silber einfach überweisen und schon ist es im Zollfreilager. Genauso ist es leicht ist auch der Verkauf, kann man sich auch mal ansehen, das Unternehmen. Ähm, ja, bevor man überhaupt Gold und Silber kauft, immer auf ein Vergleichsportal gucken, bevor man da zuschlägt. Ähm, Nützliche Informationen, ja, mit welchem Broker kann man arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo kann man einlagern in der Schweiz, wie auch immer, weitere Informationen zu Goldaktien, Diskussionsforen, Interviews und Video von Experten, wenn Sie generell Fragen oder Zustellungsprobleme, was auch immer haben oder Anregungen, kontaktieren Sie mich einfach. Ich würde Sie dann versuchen, zeitnah zurückzurufen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat und Sie das noch nicht getan haben. Die Glocke vielleicht auch betätigen, dass Sie sofort informiert werden, wenn ein neues Video startet. Also mal besten Dank und bis zum nächsten Mal.